Ich glaube, das, was du machst, wird nicht fad, das wird sehr lebendig und divers. Und es wird ein super geiler Event, auch für die Leute, die kommen. Und die werden sich jetzt schon darauf freuen können, wenn man das ein bisschen PR-mäßig auch organisiert. Dann wird es wahrscheinlich nicht bei einer Lesung bleiben, weil wir haben ja nur 200, 300 Plätze und das werden wir dann auch wiederholen. Hallo Freunde, ich begrüße euch heute in meinem Secret Garden. Das ist irgendwo auf der Welt, ja, wir können sagen auf einer kleinen Insel im Nordatlantik, mehr sagen wir noch nicht. Auf der glücklichen Insel hinter dem Winde. Genau, und das hier ist eine Legende. Er ist für die Kanarischen Inseln, erst einmal lebt er seit 100 Jahren da, nein, aber seit Dekaden. Und er ist hier jemand, der dafür sorgt, dass Musiker, Künstler, interessante Leute aus der ganzen Welt, aber auch aus Spanien hier auftreten und dafür eine kulturelle Belebung sorgen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den einmaligen, den wunderbaren, den noch nie gesehenen, den schönsten Mann der Kanarischen Inseln, Thomas Müller. Ja. Das hat sehr schön gesagt. Hallo. Also, pass auf, du hast auch eine ganze Reihe von Filmen gemacht, über die werden wir dann ein bisschen sprechen, aber vielleicht auch kurze Ausschnitte zeigen. Was ist denn für dich die Faszination gewesen an dieser Gegend, an den Kreis? Also du magst einen Club, der heißt Gomera Lounge. Piano Bar. Ja, der ist in Valle Gran Rey. Ganz genau. Aber du lebst eigentlich auf einer anderen Insel und warst vorher auf anderen Inseln etc. Was ist die Faszination für dich von dieser Gegend? Na, erstmal ist eine Insel immer ein Platz, wo Wasser drumherum ist. Und das war für mich immer wichtig. Egal wo ich war, ob auch in Indonesien, immer Wasser drumherum. Und so geht es mir eben halt mit La Gomera. Das habe ich 1979 zum ersten Mal bereist und habe mich verliebt in eine Installation, die auf einer Klippe war, auch wieder mitten im Meer, das Castillo del Mar, über das ja auch diese Filme gehen, die übrigens der Dokumacher gemacht hat, der Reinhold Rühl. Das ist kein Film von uns, die anderen ja, aber man soll sich nicht mit den Federn anderer schmücken. Also von daher ein wunderschöner Dokumentationsfilm, Lebenstraum auf der Klippe. Und so ist es ja auch, weil das hat mich so fasziniert, dass das der Auslöser war. Also das ist diese Insel, diese Castillo, dass du sozusagen gerettet hast, das ist ein altes Schloss oder wie sagt man, eine alte... Ja, es ist, die Leute sagen dazu Castillo, weil es eben halt auf so einer Klippe gebaut worden ist und das ist ja so eine extreme Situation und dementsprechend im Meer gelegen nannten die es Castillo. Es war eigentlich eine Bananenverladestation für die Bananen und natürlich auch für die Tomaten und alles, was produziert worden ist. Übrigens ist da auch das erste Auto angelandet worden, das auf die Insel kam. Und es ist eben halt so in die Geschichte eingegangen. Wie ich das bekommen habe, da war es nur noch eine Ruine. Wir haben dann 2 Jahre mit den einheimischen Steineklopfern gearbeitet, das wieder aufzubauen, sonst wäre ja heute überhaupt nichts mehr davon übrig. Und dementsprechend wurde es dann in den 90er Jahren wurde es eröffnet und hat dann ungefähr 500.000 Besucher gehabt, die natürlich dort immer hingepilgert sind, weil die Konzerte, die dort stattfanden, waren einzigartig. Dann haben wir Kunsthandwerkermärkte gemacht, die dort auch waren und die dann zum Schluss ja in Valle Gran Rey weiterliefen, nachdem das Castillo seine Tore schließen musste, aus Gründen, dass wir keinen Strom hatten und dieses große Aggregat dann zum 3. Mal ausgefallen ist und das hätte man nicht mehr stemmen können. Man muss dazu sagen, ich kann das vielleicht als Außenstehender sagen, du hast es mit sehr, sehr viel Mühe und sehr viel Geld hergerichtet, ja, und hast dort Veranstaltungen gemacht und dann ging es mit den offiziellen Stellen um die Zufahrtsstraße, weil immer wieder auch was verschüttet wird, wenn da Regen ist etc. Und da haben sie dich eigentlich ein bisschen im Stich gelassen. So ist es. Weil du hast da wahnsinnig viel auf Belebung gesorgt. Es war Game of Thrones, war sogar dort und wollte dort das Drehkulisse. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendein kleines und was eben halt nicht verständlich ist, weil es eben halt auch so als Magnet für den Tourismus und die Insel lebt vom Tourismus und die kommen ja die Leute, auch wo jetzt die Straße verschüttet ist, klettern die über die Felsen, ja, um dorthin zu gelangen. Also es ist echt schade, dass Geld ausgegeben wird hier für Dinge, die eigentlich wirklich unnötig sind, nur weil sie eben halt im Straßenjargon, im Asphaltjargon dafür Gelder locker machen können. Aber für sowas, was so wichtig ist und auch die Geschichte der Insel beschreibt, nicht. Und das ist schon eine große Enttäuschung, aber ich gebe nie auf.
Und ich weiß, dass auf jeden Fall da noch etwas kommen wird. Das wird so großartig, dass das Castillo das bekommt, was es verdient. Also da ist dieser Film gemacht worden drüben und ich schlage vor, wir schauen uns jetzt einen kurzen Ausschnitt an aus diesem Film, damit die Leute noch einen besseren Eindruck bekommen. Sehr Was für ein gute tolles Idee. Projekt. Sehr gute Idee. Hier Video. Ein halbes Jahrhundert lang lag die Ruine in einem Dornröschenschlaf. Jetzt können die Insulaner und Besucher von La Gomera das Castillo wieder besichtigen. Wir taufen dieses Bauwerk wie ein Schiff, das auch den hohen Wellen trotzt und bei ruhiger See dahingleitet, das eine Zukunft hat und das Träume wahr werden lässt. Der Sprechgesang erzählt von Liebe und Leidenschaft, Emigration und Tod. Ohne Folklore und den Segen des Pfarrers läuft nichts auf La Gomera. Auch nicht das neue Kulturzentrum. Es wird ein Ort sein, der sich Gott nähert durch die schönen Sachen wie Musik, Theater und Malerei und alles, was mit Kunst zu tun hat. Wir kommen heute zusammen, um Gott dafür zu danken, dass dieses wunderbare, einmalige Projekt in die Realität umgesetzt wird. Die Virgen del Carmen ist die Schutzpatronin der Fischer und Seeleute. Normalerweise wird sie einmal im Jahr aufs Meer gefahren. Aber hier im Castillo del Mar ist sie immer dabei auf der Bühne mitten im rauen Atlantik. Echt biologisch. Biologisch. Ja? Kann sich jeder mal dran bedienen. Oh, toll. Das ist doch An der wunderbar. Staude gereift. Das ist was anderes, als wenn du so eine Chiquita-Banane isst, ja, die eben so lang und so dick und so fett ist und hat keinen Geschmack. Und hier ist es eben halt wirklich ein Wahnsinnsgefühl, wenn man jetzt mal das hier so nimmt, ja, wenn man das hier so aufmacht, das ist einfach Entfaltung von absoluten, ich sag mal, Geschmacksstoffe, ne? Das hat schon eine ganz andere Flavor. Geh mal darüber, wie eine gute Zigarre. Und wenn du sowas gegessen hast, dann magst du keine Chiquita mehr. Noch ist La Gomera eine Insel für Wanderer. Hubschrauber starten höchst selten vor dem Castillo del Mar. Aber der Flug über Felsen der Nordwestküste eröffnet neue Perspektiven. Ja, also jetzt haben wir dieses Castillo entdeckt, aber prinzipiell nochmal, was ist für dich die Faszination? Ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt ein paar Mal da gewesen, ich habe ja auch ein Projekt und zwar mit Basis in Santiago. Ich möchte einen Film über den Regenwald dort machen, weil das ja eines der letzten Regenwälder Europas ist, weil die Kanarischen Inseln ja zu Europa gehören, diese 20% oben und so weiter. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele verschiedene faszinierende Aspekte von den Kanarischen Inseln. Du hast da einen Film gemacht über Gomera, sozusagen einen Tagesablauf der Insel. Kannst du uns da erzählen? Ja, der Tagesablauf fängt eigentlich auch dort an, wo du jetzt auch bist, in Playa Santiago, bei den Fischern morgens um 5, wenn sie rausfahren und auch mit ihren Köderfischen auf die Thunfischjagd gehen. Wir haben ja 11 Sorten Thunfisch, also Atunes, und die werden hier vor der Insel La Gomera gefischt. Und das ist natürlich eine ganz leckere Spezialität, die diese Insel auch bietet. Ne? Und das ist eben halt alles das, was La Gomera bietet, haben wir da auch in diesem Film untergebracht, weil natürlich ist es ein Gebiet für alle, die Natur lieben, und das ist einzigartig. Und du bist immer wieder überrascht,
diese Diversität dieser Insel, egal wo du bist und unterwegs und nach der Kurve kommt wieder ein neues Abenteuer. Und das hat mich natürlich auch immer fasziniert, weil ich ja auch als Fotograf tätig bin und die ersten Postkarten überhaupt gemacht habe auf der Insel La Gomera. Das war in den 80er Jahren. Da gab es ja noch gar keine Postkarten und das war dann für mich so der Einstieg, weil ich auch etwas gemacht habe, was konkurrenzlos war. Es gab halt keinen Fotograf, es gab keine Postkarten und somit bin ich in eine Nische gefallen, die mir keiner geneidet hat und hatte auch sehr viel Erfolg. Ich glaube, wir haben 1 Million Postkarten verkauft im Jahr, weil eben halt das auch die Zeit war, wo alle dieses Gomera-Fieber hatten und es hört ja nie auf, wenn einer auf Gomera war, ist er infiziert mit diesem gesunden Virus, der ihn immer wieder zu dieser Insel bringt, weil diese Liebe hört nie auf. Und das ist auch das Tolle, über diese Repeaters, die immer wieder kommen, ist natürlich auch eine kontinuierliche, wie man sagen, Belegung dieser Insel da mit Leuten, die diese Natur lieben. Das ist kein Platz wie Teneriffa mit Humbaba und Tralala, sondern das ist einfach eine tiefergehende Erfahrung mit der Natur und mit dem tollen Klima, was wir auch hier haben. Das ist natürlich einzigartig und deswegen ist die Hochsaison von September, Oktober bis April. Und jetzt haben wir Sommer und da kommen natürlich viele Spanier und auch viele Isleños, die diese Insel auch über alles lieben, aber es ist ein ganz anderes Publikum. Und das ist eben halt auch eine Diversität. Man wird hier, ist einem nie langweilig, weil es immer aufregend ist, mit den Menschen auch, die man trifft und auch vor allen Dingen mit den Musikern, die wir haben, sind immer wieder wunderbare Funktionen gekommen, die sich hier kennengelernt haben, mittlerweile auch in der Schweiz auftreten, wie gerade jetzt. Und das sind Dinge, die ausgelöst worden sind über die Piano bei der Gomera Lounge. Und das ist wunderbar. Wir schauen jetzt hinein in diese faszinierende Dokumentation über die Faszination von La Gomera. Jetzt daraus ein Ausschnitt. Ein Aderno. Seltene Baumart. Der einzige hier oben. Schon alt und gebeugt, aber immer noch geschichts- und geschichtenträchtig. Wenn jemand geschickt wurde, um vom gleich sichtbaren heiligen Wasser zu holen, musste er ein Blatt dieses Baumes mitbringen, um zu beweisen, dass er wirklich hoch oben über Alojera in Espina beim heiligen Wasser war. Mag sein, das war einstmals ein Kultplatz. Vielleicht aber wird das Wasser auch nur deshalb heilig genannt, weil es nie versiegt. Im Gegensatz zu dem fallenden, flüssigen Gold aus dem Cedro, das im Sommer manchmal zu mühsamem Rinnsal verkommt oder gänzlich zu Stein wird, sodass die Wasserlebensadern der Inseln auszutrocknen scheinen. Aber Gott sei Dank gibt es den rettenden Winterregen. Ja, aber eines deiner, sozusagen, wofür du sehr bekannt bist hier in dieser Gegend und ich möchte schon fast sagen legendär, es steht in den meisten Führern vor den teuren Hotels, steht Gomera Lounge, wenn man sozusagen auf der Insel wissen will, was los ist die Gomera Lounge, dort wo du Musiker, Künstler, Künstlerinnen immer wieder einlädst. Was ist da für eine Idee dahinter? Na, die Idee steht einfach darin, dass wir hier auf Valle Gran Rey keinen Ort haben, wo der, wollen wir sagen, Fokus auf die Musik gelegt wird. Natürlich gab es oder Paranderos, die dann mal in einer Ecke die Gitarre rausziehen und so, aber es ist eben halt ein Platz, wo Künstler sich treffen, sich finden und auch sich verbinden
und wo wir ein Programm machen. Das sind 300 Konzerte, die wir im Jahr durchführen, weil wir mittlerweile auch über 1000 Künstler haben, die mit uns verbunden sind über diese 30, 40 Jahre, die das hier als Kunstplatz, war ja vorher in La Galleria, in dem Ortsteil von La Calera. Das war der Anfang, das war in den Anfang der 80er Jahre. Und jetzt sind wir natürlich schon seit 30 Jahren unten, also direkt an der Playa, direkt am Meer. Die Gomera Lounge Piano Bar liegt also so fantastisch. Und wir haben einen Innenbereich, einen Außenbereich und haben also die Möglichkeiten, bis 200, 300 Leute dort für Konzerte Platz zu bieten. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und die Institution lebt halt, weil es eine kontinuierliche Situation ist, die nicht nur mal da und wieder weg, sondern die ist immer da. Und dementsprechend hat es sich auch in die ganzen Köpfe reingegraben, dass man eben halt auch gerne nach La Gomera fährt, um solche wunderschönen Erlebnisse mit ganz tollen Musikern zu haben. Also wir haben auch Jorge Pardo und wie sie alle heißen, die ganz berühmten. Ja, das geht von Flamenco bis zur moderner Musik und alles durch. Matthias Frey, also Thomas Kagermann und so weiter. Ich will nur einige Namen nennen, aber das sind wirklich ein Ausschnitt. Aber die Diversität dieser Programmzusammenstellung, die ich auch mit meinem Partner Ignacio Faudi ist, Argentinier und Pianist und ein wunderbarer Pianist. Und er ist jetzt gerade auch in der Schweiz auf einem Konzert, weil wir haben auch eine eigene Band, Hijos del Silbo heißen das, die Söhne der Pfeifer. Und das ist ja, die Pfeifsprache ist ja auch ganz bekannt hier auf der Insel. Ja, da red vielleicht noch ein paar Worte drüber, die Pfeifsprache. Ja, das war und ist immer noch eine Kommunikationsformel für Barranco zu Barranco, um sich zu verständigen. Und auch in den abgelegenen Tälern und Weilern funktioniert es immer noch, auch heute. Und wird auch in der Schule, also meine Kinder haben das also im Unterricht auch lernen dürfen, unterrichtet, damit man das Kulturgut nicht verliert. Und das finde ich ganz großartig. Ja. Und das ist der Kannst Silbo. du pfeifen? Ich kann leider nicht pfeifen, ich konnte noch nie pfeifen, ich kann ja nicht mal mit dem Mund pfeifen. Also das käme dann ganz furchtbar, also kann man vergessen. Aber es gibt richtige Künstler, die das ganz toll machen können. Und mittlerweile ist es ja auch so, wenn die Besucher kommen, dann gibt es so eine kleine Demonstration in verschiedenen Plätzen, wo El Silbo präsentiert wird. Ne? Aber davon abgesehen, für Wanderleute und so ist es ein spezieller Platz, weil diese... Du redest jetzt wieder von La Gomera. Ja, von La Gomera und von der Lauri Silva, also von dem wunderbaren, wie sagt man, Wald aus von Regenwald. Von Jahren, ganz genau. Ja. Naja, es ist der Regenwald, glaube ich, ungefähr 20% der Insel, ist auch ein Nationalpark. Ganz Ich war da oben, habe mir das angeschaut, bin einmal mit meinen Söhnen 20 Kilometer gewandert. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Es ist so, wie wenn man durch verschiedene Zeitzonen geht, So ist weil es. die Vegetation auch anders ist. Es ist in manchen Teilen schaut es fast aus so wie der Wienerwald am Stadtrand von Wien. Und dann ist es wieder tropisch und dann sind wieder Pflanzen, die nur dort sind. Also es ist wunderschön. Und vor allem, was mich so fasziniert hat, diese Stille. Ja. Wenn du innehaltest und dort in der Mitte nur hörst, sozusagen, das habe ich irgendwie faszinierend gefunden. Deswegen haben wir das auch genannt, La Realidad Mágica, das ist die magische Realität. Das ist eben halt, diese Insel ist eben durch diese Diversität, dass man hier alles vorfindet, wie zum Beispiel tropisch, subtropisch, alles Mögliche ist hier vorhanden. Und das macht natürlich diese Insel super attraktiv, weil man ist immer überrascht, über die nächste Wegbiegung kommt man wieder in einen anderen Bereich, in eine andere Klimazone. Und dann hat man praktisch das, was auf der Welt über zig Flugstunden zu erreichen wäre, hat man auf diesen 378 Quadratkilometern für sich. Und das ist der Traum. Und das ist eben halt auch für mich der Traum, dass ich hier leben darf und schon 43, 44 Jahre hier bin. Und das war mein so alt größtes bist du ja noch gar nicht. Nein, kein Alter für eine Pyramide. Kannst du nicht 44 Jahre hier wohnen, wenn du selber keine 44 Jahre. Wir reden doch jetzt nicht über das Alter. Wir sind beide jung. Ich habe nie auf die Uhr geguckt. Nein, aber ich teile deine Faszination. Ich meine, die Sache, wie ich auf La Gomera gekommen bin, ist ja das, ich habe mich entschieden, also ich brauche immer die Helligkeit. Mir geht es gar nicht darum, mir geht es nicht darum, dass ich am Strand liegen will. Im Gegenteil, ich bin ungern liege mir in die Sonne etc. Meine Mutter war eine Sonnenanbeterin, aber ich nicht. Sondern ich brauche die Helligkeit. Und dann habe ich mich umgehört und dann ist mir auch Amerika, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Nerven gegangen bei Trump. Das war der erste Präsident, der in mein Leben eingegriffen hat. Meine Söhne durften plötzlich nicht mehr einreisen, weil europäische Einreiseverbot in der Pandemiezeit und so weiter. Ja? Ist ja ganz egal. Und ich habe mir gedacht, okay, arbeiten tue ich weiter gerne in Amerika, das sind die besten Profis zum Teil in meinem Geschäft.
aber leben will ich dort jetzt einmal nicht mehr eine Zeit lang. Und dann habe ich mir überlegt, Spanien, und dann überlegt, weil das ist in der EU, und dann hat ein sehr, sehr toller Produzent, der Christian Kolonowitz, der hat Scorpions produziert, aber auch Domingo und Ambros und Fendrich und alles, hat gesagt, schau dir La Gomera an. Ja? Das ist natürlich ein alter Hippie, so wie ich. Ja? Und das hat natürlich, und dazu kommen wir vielleicht auch noch kurz, hat ja auch die Tradition früher in einer alten sozusagen Hippie-Insel gehabt. Das ist längst schon Vergangenheit. Ein paar Relikte sind noch da, ich meine, ein paar Leute wohnen noch in Höhlen, aber ist jetzt mit der damaligen sozusagen Hippie-Bewegung nicht mehr zu vergleichen. Und so bin ich dahergekommen, um das nur zu sagen. Und ich teile diese Faszination, die du gerade beschrieben hast, nur du kannst es viel besser, weil du viele Jahre schon hier bist. Ich hätte jetzt eines noch gesagt. Wir schauen, ich habe zugespielt bekommen von der Bente, das ist die liebe Freundin, die uns beide bekannt gemacht hat. Die hat gesagt, ihr müsst euch kennenlernen. Hat mir ein paar Sachen geschickt und auch du hast mir ein paar Sachen geschickt, was schon musikalisch in der Gomera Lounge passiert ist. Und da wollen wir jetzt kurz hineinschauen. Es ist nämlich auch immer ein tolles Feeling. Es geht bis auf die Straße hinaus, es ist alles offen, die Leute partizipieren, es ist ein Miteinander. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre, unabhängig von der musikalischen Das Qualität. hast du schön gesagt, genau. Ja? So hätte ich nicht Nein, besser wenn ich sagen das kurz können. mal tun. Ja. Und hier jetzt ein kurzer Ausschnitt. Wenn abends die Sonne den erloschenen Vulkan auf der gegenüberliegenden Insel anleuchtet, dann kann sich kaum jemand dem Zauber dieses Ortes entziehen. Ob Bauchtanz oder kubanische Musik, solche Konzerte gibt es an vielen Orten, aber nicht auf einer solchen Bühne mitten im Atlantik. Ein halbes Jahrhundert lang war das Castillo del Mar ein vergessener Ort. Heute ist es wieder lebendig, ein Platz für kanarische Kultur und die Kultur der Gäste. Ein Treffpunkt für Menschen, die sich wie Thomas Müller in diese Insel am Rande von Europa verliebt haben. Nach so einem Fest unter dem Vollmond übernachtet Thomas Müller gern im Castillo. Und dann genießt er am liebsten den Sonnenaufgang. Ungestört.
Ja, zurück bei der Legende der Kanarischen Inseln, dem berühmtesten Mann in der Kulturszene, so wie ich es zumindest kennengelernt habe, und dem wichtigen Impulsgeber. Das ist noch wichtiger, dass er bekannt ist. Er gibt tolle Impulse mit seiner Gomera Lounge. Wir haben eine kleine Sensation, oder wir haben eine kleine Neuigkeit zu berichten. Am 15. November beginne ich hier in der Gomera Lounge meine Tour of the Canarias, mache eine Lesetour, Fantastisch. eine Leseshow, die schon in Österreich und Deutschland bekannt ist und recht gut ankommt, mache ich hier exklusiv für dich. Das ist sozusagen die spanische Weltpremiere. Genau, so würde ich das auch verpacken. Wunderbar. Und da schauen wir mal sozusagen, es sind ja sehr viele deutsch sprechende Leute auch hier, muss man dazu Ja, sagen. in der Zeit sowieso, das ist so der Hauptmonat. Also Valle Gran Rey lebt eigentlich nur vom Winter, weil da kommen die ganzen, wenn wir sagen, aus den kalten Ländern. Und die freuen sich schon, in die Wärme zu ziehen. Und das ist eben halt bei uns der Fall hier in der Insel La Gomera. Möchte da noch eine Alternative? Ja, und eher dich, okay. Gut, jetzt sag noch einmal, du bist ja an und für sich, hast auch andere Inseln bereist. Was sind denn außer La Gomera noch die Inseln, die du persönlich für dich interessant empfunden hast in den vielen Jahren, wo du alles bereist Naja, hast? also das ist eben halt so, wie ich schon vorhin sagte, immer wenn Wasser drumherum ist, ist es wunderschön. Auch Sansibar, Madagaskar, all diese Plätze, die ich bereist habe, oder Hawaii, das ist alles irgendwie eine Geschichte mit Wasser. Und das, was hier die Kanarischen Inseln offerieren, und das ist ja nicht nur La Gomera, also die grünen Inseln sind ja La Palma und El Hierro. Und in der Pandemie haben wir für 8 Monate uns in El Hierro ein Haus gemietet und haben uns richtig da rein verliebt in diese Insel. Und durch diese Verbindungen, die wir hatten, haben wir auch jemanden sogar gefunden, und der war auch in Madagaskar lange und der wollte sich verändern, und der hat seine Finca von 1890 uns verkauft. Und das ist eine Finca, wo es diese wunderbaren Pitayas gibt. Also das sind diese Königin der Nachtfrüchte. Und jetzt sind wir zu Bauern geworden, meine Frau Romana und ich. Und das macht auch nochmal riesig Spaß, reinzuriechen, wie ist das überhaupt, von was leben wir. Und wir sind schon autark, also mit Wasser und auch mit Strom. Wir haben natürlich auch Solar, und mit Wasser sind wir auch autark und haben natürlich auch, was Essen angeht, alles auf der Finca. Wir können uns also super ernähren. Also das ist auch eine wunderschöne neue Erfahrung. Und was man dadurch auch alles lernt, wie angebaut wird, ob das die Kartoffeln sind oder auch die Fruchtbäume, das ist alles eine ganz große neue Universitätsausbildung. Ja. Eines wollte ich noch sagen, du hast auch einen Film gemacht, wo du die Parallelität zwischen Hawaii und La Gomera ein bisschen herausgearbeitet hast, Ja, das oder? war ein interessantes Projekt. Naturaleza Gemella hieß es, also Zwillingsnatur. Eine Ausstellung, die praktisch die hawaiianischen Inseln, das sind ja auch alle vulkanischen Ursprungs, und das sind auch, glaube ich, 6 oder 7 Inseln, gegenübergestellt werden zu den Kanarischen Inseln, wo dann die Leute gar nicht mehr wussten, sind wir jetzt auf den Kanaren oder sind wir in Hawaii. Und das war der große Erfolg, weil das hat auch die Leute angezogen, weil die wollten mal wissen, wie es in Hawaii aussieht, weil ihre Inseln kannten sie ja. Und das war dann so ein großer Erfolg, der die ganzen Kanarischen Inseln wurde dann diese Ausstellung gezeigt. Und das ist eine Wanderausstellung gewesen. Ich muss ja sagen, bevor ich jetzt auf La Gomera, und zwar muss man mal sagen durch Christian Kolonowitz, aufmerksam und ein paar andere Leute, gibt es einen ganz tollen Typen in Wien, der leitet den Jazzclub Porgy und Bess, der kommt auch immer nach La Gomera, den kenne ich auch. Und das waren eben mehrere Leute, die gesagt haben, die Insel sollst du anschauen, tolle Zahl. Ja? Aber davor war ich auf Hawaii. Und als ich mir überlegt habe, ob ich irgendwann einmal reif für die Insel bin, wenn du weißt, was ich meine, mit einem alten Hit von Peter Cornelius, da war eigentlich Hawaii zuerst in der ersten Auswahl. Aber jetzt habe ich bei La Gomera wirklich hier auch Parallelitäten entdeckt, und es ist näher und es ist Europa. Ja, und du hast eben halt die Vielseitigkeit. Du kannst natürlich auch mal rüber switchen nach La Palma, rüber switchen nach El Hierro. Das sind traumhaft schöne Inseln. Gut, Lanzarote ist auch ganz spannend, interessant. Es wäre mir ein bisschen zu trocken und ein bisschen zu eintönig, obwohl da auch die Lava und auch die ganzen Berge da eine imposante, wie sagt man, Landschaft abgeben. Aber ich liebe das Grüne, das Lebendige und das, was atmet und was man spürt, wie du schon sagst, wenn du oben im Wald bist, ist alles ruhig, aber es ist alles so saftig und so voll mit Energie, und das ist natürlich eine Verzauberung. Und das ist eben halt, was wir jeden Tag hier erleben dürfen, und
dafür bedanke ich mich immer wieder, jeden Tag von neuem. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir beide miteinander sprechen. Nicht vergessen, wenn zu den Kanarischen Inseln dann Gomera Lounge in Valle Gran Rey, ein Pflichtbesuch. Und wenn ihr in der Nähe seid, im November, Dezember, 15. November, tolle Zahl in der Gomera Lounge, My Friend Freddie Live, das Freddie Mercury-Erlebnis. Wie ihr wisst, ist das keine Lesung von meinem Buch, sondern ich lese immer ein bisschen und ich zeige dann auch Videos. Somit wird das so eine Art Show und durch die tolle Musik von Queen und die Videos, die aber auch ich gemacht habe, ich schmück mich da nicht mit fremden Federn, wird das Ganze zu was Unterhaltenden. Weil ich persönlich finde ja rein Lesungen immer ein bisschen fad. Ja, weil man muss immer Nee, aber ich glaube, das, was du machst, wird nicht fad, das wird sehr lebendig und divers und es wird ein super geiler Event auch für die Leute, die kommen und die werden sich jetzt schon darauf freuen können, wenn man das ein bisschen PR-mäßig auch organisiert. Dann wird es wahrscheinlich nicht bei einer Lesung bleiben, weil wir haben ja nur 200, 300 Plätze und das werden wir dann auch wiederholen. Aber das ist eine Sache, die wir uns schon drauf freuen jetzt. Ja, okay. Ich freue mich auch. Ich sage danke für deine Zeit. Vielbeschäftigter Mann hier im Secret Garden, den wir später vielleicht nochmal näher vorstellen werden. Jetzt sage ich vielen, vielen Dank. Viel Glück und viel Erfolg mit den vielen Projekten. Irgendwann wird auch das hier, und wenn wir dort auch mal noch einen Film drehen. Genau. Und wir haben ja viele Schauplätze und viele Abenteuerspielplätze. Und das ist das, was du brauchst und das, was ich brauche. Nämlich sonst wird es langweilig. Und Langeweile kennen wir hier nicht. Und es gibt eben halt damit alle Möglichkeiten oben auf einer Richterskala. Wunderbar. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche sozusagen alles Gute und wie am Schluss wie immer, was ist das Wichtigste im Leben? Love and Respect. My Friend Freddie Live. Queen, die mit einem Fingerschnippen die besten und berühmtesten Regisseure der Welt engagieren können, kontaktieren mich in meiner Junggesellenwohnung im 16. Wiener Gemeindebezirk, weil sie möglicherweise mit mir arbeiten wollen. Ja, sagte ich, gern. Ich glaube, das, was du machst, wird nicht fad, das wird sehr lebendig und divers. Und es wird ein super geiler Event auch für die Leute, die kommen und die werden sich jetzt schon darauf freuen können, wenn man das ein bisschen PR-mäßig auch organisiert. Dann wird es wahrscheinlich nicht bei einer Lesung bleiben, weil wir haben ja nur 200, 300 Plätze und das werden wir dann auch wiederholen.
once you were there.